Kommen wir mal zum Thema. Da gibt es schon seit tausenden Generationen unter den Aquarianern die große Frage, was ist besser, Kies oder Sand? Ja, dann wollen wir auch einfach mal grundsätzlich sagen, was ist Sand, was ist Kies, was ist Soil? Als Sand bezeichnet man in der Regel Silikate, oder Quarze mit einer Körnung von 0,1 bis 2 Millimeter. Kies ist über 2 Millimeter bis, ich weiß jetzt nicht, ob man Geröll anfängt, aber auf jeden Fall drüber. Also was wir ins Aquarium packen üblicherweise, das nennt man dann Kies. Und ja, auch Findlinge kommen im Aquarium eigentlich noch nicht. So, und was ist jetzt Soil? Soil ist eine gebrannte Erde, die aufgedüngt wurde. Diese gebrannte Erde hat ähnlich wie Zeolit oder Torf auch Ionentauscheigenschaften. Das heißt, das ist ein aktiver Bodengrund, der also die Wasserverhältnisse verändern kann, indem er eben gewisse Stoffe aufnimmt und andere wieder abgibt. Und zusätzlich versorgt er zumindest in der Anfangszeit die Aquarienpflanzen mit Nährstoffen. So, das ist erstmal im Groben. Ja, ich meine jetzt die Frage, sollen wir erst beim Soil bleiben? Dann machen wir erstmal Soil. Also Soil wurde, ich weiß gar nicht, ob der Takashi Amano damals schon Soil in die Aquaristik gebracht hat. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber zumindest mit den Aquascapern ist Soil in die Aquaristik gekommen und hat sich also mittlerweile doch recht stark verbreitet und wird also mittlerweile auch auf Anraten von Verkäufern häufig auch in der normalen Aquaristik eingesetzt. Ja, das Problem dabei ist einfach, dass die Aquascapes, dass die nicht für die Ewigkeit geplant werden. Ja, also die normalen Aquascaper planen ihr Aquarium oder das Aquascape für, ich sag mal so, ein halbes Jahr bis maximal ein Jahr. In ganz, ganz seltenen Fällen ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, üblicherweise liegt der Bereich zwischen einem halben und einem Jahr. Das heißt, für den Aquascaper ist das Aquarium, ich sag mal, so eine Art Bild, ja, wie der Name schon sagt, Scape, ist das eine Art Landschaftsbild. Der Aquascaper versucht in der Anfangsphase eine gewisse Vorstellung umzusetzen und diese Vorstellung nach einer gewissen Zeit zu erreichen, nach Ablauf der Einfahrphase und je nachdem, wie die Pflanzen wachsen und wie er die trimmen kann und will und muss, dann wird halt ein gewisses Bild hingestellt und dieses Bild wird möglichst optimiert. Ja, und dann, wenn quasi die Zeit abgelaufen ist, wenn der Aquascaper sagt, so, jetzt habe ich das erreicht, was ich erreichen will mit dem Aquarium, beziehungsweise mit dem Aquascape. Jetzt mache ich noch einmal alles top und dann gibt es den sogenannten Final Shot. Und dieser Final Shot ist im Prinzip das Abschlussbild. Ja? Das ist ja nun mal die Übersetzung von Final Shot. Also das endgültige und letzte Bild des Aquariums. Und dann wird das entweder veröffentlicht oder hängt man sich an der Wand oder in ein Album oder was auch immer. Und wenn quasi die Zeit abgelaufen ist, wenn der Aquascaper sagt, so, jetzt habe ich das erreicht, was ich von dem Aquarium will mit dem Aquarium, beziehungsweise mit dem Aquascape. Jetzt mache ich noch einmal alles top und dann gibt es den sogenannten Final Shot. Und dieser Final Shot ist im Prinzip das Abschlussbild. Ja? Also das endgültige und letzte Bild des Aquariums. Und dann wird das entweder veröffentlicht oder hängt man sich an der Wand oder
Und danach wird üblicherweise das Aquascape neu gestaltet, also komplett abgebaut und dann halt neu gestaltet. So, was passiert jetzt mit dem Soil? Also Soil, eben dadurch, dass es gebrannte Erde ist und nicht gebrannter Ton. Ja, gebrannter Ton, der wird zu Keramik oder halt, ne, ich meine, man kennt auch die Tontöpfe, diese orangefarbigen. Das ist jetzt niedrig gebrannt. Aber was man daraus schon sieht, ja, also Tontöpfe und Keramik und dann die höchste Stufe Porzellan, das ist stabil, das ist fest und stabil. Während gebrannte Erde eben diese Tonanteile nicht enthält und damit im Prinzip nur temporär stabil bleibt. Ja? Also es wird durch das Brennen wird zwar irgendwo eine Art Sintereffekt erzielt, aber dieser Sintereffekt ist nicht von Dauer. Das heißt, irgendwann und je stärker dieses Soil mechanisch beansprucht wird, also durch neues Pflanzen, durch Mulmabsaugen, durch was auch immer, also wenn dieser Bodengrund halt häufig mechanisch beansprucht wird, fängt der Zerfall entsprechend früher an. Wenn man ihn weitestgehend in Ruhe lässt und quasi nichts dran macht, dann kann es auch durchaus mal 2 Jahre dauern, bis dieses Soil anfängt sich zu zersetzen. Und nicht zersetzen in Form von, das löst sich im Wasser, sondern das zerfällt zu Staub. Ja, also letztendlich zu Schluff. Und Schluff ist Sand, der unter 0,2 oder unter 0,1 Millimeter groß ist. Das heißt, das ist das, was wir eigentlich, wenn wir unseren Sand und Kies auswaschen, das, was wir rauswaschen wollen, ja, weil das Wasser trübt und weil das den Bodengrund verschlammen lässt, also zusetzt. Und das ist genau die Gefahr, ja. Ein normales Aquarium wird üblicherweise eben nicht auf kurze Zeit oder für kurze Zeit eingerichtet, sondern eben längerfristig. Und dann passiert aber auch spätestens nach 2 Jahren, dass dieser Soil anfängt zu zerfallen und verstopft dann den möglicherweise zusätzlich mit enthaltenen Kies oder Sand. Und dann kann es also zu extrem unerwünschten Nebenwirkungen kommen, wie zum Beispiel Fäulnisbildung im Bodengrund. Ja? Und somit ist Soil eigentlich ein Bodengrund, der für die normale Aquaristik nicht gemacht ist. Ja, also wenn du vorhast oder wenn jemand vorhat, sein Aquarium normal auch für längerfristige Nutzung oder Gestaltung einzurichten, dann würde ich von Soil unbedingt abraten. Ein weiterer Punkt, warum ich persönlich Soil eigentlich ablehne, ist, dass es, wie gerade schon gesagt, dass Soil ein aktiver Bodengrund ist. Aktiv eben bedeutet, dass der also in meine Wasserchemie eingreift. Und zwar aktiv eingreift. Ja, je nachdem, wie dieser Soil eingestellt ist. Und das ist meistens, soll er erstmal das Wasser ein bisschen weicher machen und soll den pH-Wert normalerweise leicht in den leicht sauren Bereich runterziehen. Das funktioniert eine gewisse Zeit sogar eigentlich ganz gut. Allerdings hört diese Wirkung ungefähr, also spätestens nach einem halben Jahr einfach auf, weil diese Austauschfähigkeiten schlichtweg erschöpft sind. Ja, das heißt, diese aktive Wirkung ist nach ungefähr einem halben Jahr einfach nur weg. Die andere Sache ist, dadurch, dass dieser Soil, ich meine, in der Regel, also die meisten Soils sind gedüngt. Und das sieht anders aus bei
Soil für Garnelenaquarien, die sind in der Regel nicht gedüngt. Aber die Soils für Aquascapes sind also, wie gesagt, eigentlich sogar sehr, sehr stark gedüngt. Das bedeutet, dass dieser Dünger, der in diesem Soil enthalten ist, eigentlich viel zu hoch ist. Ja, also die Düngermenge, die da drin ist extrem viel zu hoch. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass also dieses zu viel, dass das eigentlich unbedingt durch große Wasserwechsel, durch häufige große Wasserwechsel anfangs wieder auf ein normales Level runtergefahren werden muss, damit man nicht massivste Algen bekommt. Und da fängt das ja schon an. Also das heißt, am Anfang schütte ich all das teure Zeug, was ich da mit meinem Soil gekauft habe, weil Soil ist ein wirklich sehr, sehr teurer Bodengrund. Also für gebrannte Erde finde ich das also schon also wirklich extrem teuer. Schmeißt man den ganzen Dünger einfach nur in Gully. Dazu kommt einfach noch, dass dadurch ein extrem hoher Wasserverbrauch also mit einhergeht, was meines Erachtens, also in der heutigen Zeit, durch den Klimawandel steuern wir auf eine wasserarme Zeit, also eine jährliche Dürrezeit hin. Und wenn der Golfstrom tatsächlich in ein paar Jahren einfach versagen sollte, dann haben wir hier ein ganz fettes Problem, dann wird es hier richtig trocken. Ja, und das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Aber wir steuern auf eine Dürrezeit hin und haben im Sommer teilweise ganz massive Probleme, also unser Trinkwasser in ausreichender Menge bereitzustellen. Und dann wird da mit diesen Aquascapes da in unendlicher Weise mit Wasser rumgeaßt. Ja, und zwar in meinen Augen völlig unverständlich. Und wenn man auf diesen Soil verzichten würde, dann wäre das auch, wie gesagt, völlig unnötig. Ja, und wie gesagt, das Problem ist einfach, dieser Soil gibt in der ersten Zeit also wirklich riesige Mengen an Dünger, an diesen Düngestoffen ans Aquarium, ans Wasser ab. Und wie gesagt, das muss man dann entfernen, damit es keine Probleme gibt. Dann die Zeit, wo es also wirklich passt, ist vergleichsweise gering. Weil nämlich nach einem halben Jahr ungefähr ist auch diese Düngewirkung vorbei. Ja, dann ist der Soil ausgelutscht, der Dünger ist raus und dann ist man im Prinzip gezwungen, wie bei jedem anderen normalen Aquarium, das pflanzenlastig gefahren wird, muss man da auf jeden Fall zudüngen. Ja, ich meine, die Aquascaper fangen ja quasi schon von Tag, was weiß ich, 14, also nach 2 Wochen schon an zu düngen, obwohl sie wie geisteskrank da durch den Soil schon massenhaft zu viel drin haben. Aber wie gesagt, also dieser Soil erhöht einfach den Bedarf von wertvollem Leitungswasser, was in meinen Augen heute eigentlich nicht mehr zeitgemäß und auch nicht sinnvoll ist. Ja, das ist im Grunde das Wesentliche zu Soil. Ja, also ihr merkt, ich bin eigentlich ein echter Gegner von Soil. Ja, die andere Frage ist, wenn man denn unbedingt den Bodengrund als Düngequelle mit einsetzen möchte, dann könnte man diesen Soil rein theoretisch, wenn man ihn denn partout verwenden will, auch partiell nur in kleinen Mengen einsetzen. Ja, aber wie gesagt, man hat dann trotzdem nach einem halben Jahr das Problem, dass das Zeug einfach unwirksam ist und man dann halt sowohl im Boden als auch im Wasser düngen muss, um Wurzelzehrer bzw. also extreme Wurzelzehrer wie Kryptos, Echinodoren und Vallisnerien und sowas ausreichend zu versorgen. Ja, das ist, ich sag mal, im Groben das, was ich zu Soil zu sagen habe.